Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag so bringt. Ach, ich wollte euch noch Auswahlmöglichkeit geben. Und wir nehmen heute mal eine Merlin-Karte. Ich ziehe sie vorab, aber ich muss sie dann weglegen. Ihr wisst ja, Platzproblem. Da bin ich mal gespannt. Und dann geht es weiter fürs Kollektiv. Ich wollte heute mal wieder ein bisschen die Astrologie mit einwerfen. Was haben wir hier für Themen? Mein Lieblingsthema, Fruchtbarkeit und Ernte. Und unterm Deck haben wir noch das erste Haus. Es geht also um ein Haus des Elementes Luft. Es geht um die Sternzeichen wieder Löwe und Schütze. Und da speziell um die Themen des Erscheinungsbildes, des Ego und auch des Selbstes. Das ist sehr spannend, denn auch da an diesem Punkt kann man immer wieder auch, ich sag mal, mit sich selbst so umgehen, dass man sich erweitert, entwickelt, dass einem das Ego nicht immer im Weg steht und dass das, was man aus dem Selbst heraus kann oder ja, wo auch die Werte irgendwo sind, dass man das in den Vordergrund stellt und sich so entwickelt, dass es auch wieder Ernte einbringt auf der Welt, ne? Oder dass man da eben weiterkommt. Ja, wie kommt man damit klar, ne? Ich weiß nicht, das Thema haben wir in letzter Zeit öfters. Ich glaube, dass die Finanzen gerade auch von der Zeitqualität im Außen her, das ist klar, eine große Rolle spielen. Nichtsdestotrotz fallen die in letzter Zeit bei sehr vielen Legungen. Und ich sehe immer, dass wir an diesem finanziellen Punkt doch auch wieder weiterkommen, ne? Hier hat eine Zeit vielleicht was anderes mitgebracht. Die Dinge haben sich geändert, gewendet. Man hat irgendwie Mangel gehabt. Das hat auch was mit einem gemacht, ne? Da kommt dir ja auch das Ego entgegen. Wie gut geht's uns noch? Oder was kann ich mir noch leisten? Kann ich irgendwas meiner Träume, Wünsche, Sehnsüchte finanzieren oder nicht mehr? Aber hier ist Fruchtbarkeit und Ernte und mit dem Schiff auch die Expansion und das Weiterkommen. Hier haben wir jetzt sogar noch den Schutz, die Engelsflügel dabei. Also es zeigt sich hier eine Zeit an, wo man irgendwie etwas umsetzen kann, was man aus sich selbst heraus schon mitbringt, das dann wieder Ernte bringt. Wir haben hier die finanzielle Qualität, auch dass etwas zeitabhängig ist. Es geht auch ein Stück weit um beschütztes Weiterkommen, um die Lebensreise an sich. Unsere Emotionen werden mit angezeigt. Wie sind wir mit was im Einklang? Wo wird es auch an der Zeit mal irgendwie einen Schnitt zu machen und ein neues Kapitel anzufangen auf der Lebensreise? Hier liegt auch, dass man irgendwie, und das finde ich jetzt sehr speziell, entweder lernt man was dazu, was aus dem Selbst aber schon vorhanden ist. Also sprich, das Wissen eröffnet sich einem, dass man zu einem Mehrwert machen kann. Und das wiederum gehört zum Lebensplan dazu. Also eine Erfahrung, die gemacht werden soll, wo sich das Wissen noch verfeinert, wo du noch an mehr Kleinigkeiten drankommst und wo du dir auch den Druck rausnehmen lassen kannst, damit du nicht hast, ich muss es jetzt tun, ich muss es schnell tun, sondern hier geht es um
Zeitdruck zu vermeiden, gediegen und mit leichterem Gepäck auch weiterzufahren. Hier kommt tatsächlich eine geschützte Erleichterung mit etwas, was du selbst an Bord hast, das dich hier ja, sehr befreit. Es ist an der Zeit, dass dieses dir zur Verfügung steht. Im Moment ist es noch nicht ganz da, aber das wird dir hier eröffnet. Es gehört zu deiner Lebensreise, zu deinem Seelenplan. Und du kommst ja auch über dieses Gefühl von mir mangelt es irgendwo oder an Wissen, an Persönlichkeit, an Geld. Definitiv geschützt mit leichterem Gepäck an dein Ziel. Hier unten haben wir noch die Tür, die sich öffnet. Da haben wir jetzt den Herren dabei. Es kann sein, dass dir eine spezielle Person hier eine Tür öffnet, sprich einen Impuls bringt, eine Idee, sodass du hier unbeschwert weiterreisen kannst. Es kann ja auch eine Zusammenarbeit mit jemand sein oder der Herr heißt natürlich auch, wir investieren in was rein, wir schöpfen selber, wir erschaffen und öffnen uns so die Türe zu einer neuen Zeit für uns, in der wir auch gut mit den Dingen, wie sie sind, umgehen können. Das muss man ja hier noch dazu sagen, denn die Reise zeigt sich hier als erleichternd. Okay, das lassen wir mal so stehen. Dann nehmen wir heute mal noch ein Vögelchen mit und dann drehen wir die Merlin-Karte um. Ich glaube, meine Kamera ist hier schief, verzeiht es mir. Die Krähe. Wenn die mal kein Wissen mitbringt, ne? Ich habe Zugang zur anderen Welt und kündige dir Veränderungen an. Ich führe dich zur Spiritualität zurück und helfe dir, dein Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Wenn man auf dem Schiff ist, dann ist man in Fahrt, im Fluss des Lebens. Und ich denke, dass es um sowas geht, dass man hier ein beschütztes Weiterkommen hat, eine Möglichkeit, sich irgendwo zu erleichtern und trotzdem umzusetzen und auch wieder eine Zeit zu haben, wo man etwas rauskriegt von dem, was man hier investiert oder manifestiert, nennt es wie auch immer ihr wollt. Sehr speziell. Ich lege die Karten mal hier drauf nochmal, könnt ihr euch aussuchen, rechts oder links. Heute fällt es mir ein bisschen schwer, ich würde rechts nehmen. Ach, das ist ja schon mal spannend, ne? Wir haben hier das Element Feuer und wir haben hier den Zauberstab und da geht es um Energielenkung und Energieleitung. Und das Feuer wird irgendwie gebändigt oder in eine bestimmte Richtung auch gelenkt. Ja, und das ist jetzt auch sehr passend, denn die Karte sagt aus, dass eben so Zauberstäbe auch oft aus Holz sind und dass sie trotzdem gut leiten, ne? Also dass sie trotzdem die Magie besitzen, Energie zu lenken. Und es geht darum, sich auf Ziele zu fokussieren, die Kraft zu bündeln, zu lenken und zu leiten. Und hiermit, natürlich, was macht ein Zauberstab? Der verzaubert etwas, der lässt sozusagen ein Wunder entstehen. Es geht natürlich auch ein bisschen um die universelle Lebensenergie, die uns allen zur Verfügung steht. Man darf sich hinterfragen, ne? Mit was ich Energie reingebe und wofür öffnet sich mir die Tür, schließt sich mir die Tür. Und hier kann man sehr viel bewirken, wenn man seine Energie lenkt und bündelt. Super. Seht ihr, jetzt habe ich es noch genossen. Und hier haben wir Merlin und Viviane auf der anderen Seite und es geht ein bisschen um Seelenliebe, um ein Seelenpaar.
Da haben wir ja auch zum Beispiel, dass man einem Herren die Tür öffnet und möglicherweise habt ihr so eine Begegnung, die euch in diesem Bereich auch hilft, mm, mit gestärkter Energie zusammen, mit der ganzen Liebe, die man so hat, die einen verbindet, Dinge umzusetzen, die euch am Herzen liegen. Die sind ja unheimlich verbunden, das sieht man hier, wenn die sich die Hände reichen, ne? Und irgendwie verschmelzen sie miteinander oder sind auch verschwommen, so in gewisser Weise. Ja, und da geht es darum, dass man im Einklang mit seinem Gegenüber ist, mit allem, was man liebt, dass man Wertschätzung hat und dass man mit Freude durchdrungen ist und irgendwie im Einklang ist. Und natürlich ist das auch so eine Qualität, die in der Liebe eine ganz starke Verbindung schafft. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich drücke euch bis morgen.